Wir haben noch ein GameSpot-Video. Es kam gestern raus. Sehr gutes Timing. Wir lassen ein Like aufs Prinzip. Da 33 weitere Dinge über die TotK, die wir noch nicht wussten. Rein in den Aal. Ich darf nicht gucken, ich darf nicht gucken. Okay, wir gucken nicht hin. Wir gucken nicht hin, okay? Wir gucken nicht hin. More interesting tricks and a lot of Okay, learn. okay. Alright. Here we go. Okay, alles klar. Jetzt dürfen wir gucken, damit wir nicht gespoilert werden. As you know, sun shrooms and spicy peppers create large updrafts when lit and can be pretty handy to get to high Moment, die Spicy-Dinger auch, die Chilischoten auch? places. But there's a secret with this that you might be underutilizing. These can be stacked up to 2 times to get slightly more height. The Alter, das best ist krank hoch. Also ich wusste, dass es mit dem Tannenzapfen funktioniert, aber ich wusste nicht, dass es mit Peppers auch so hoch geht. Das ist krass. updraft you can make actually is creating a normal 4 campfire updraft, then fueling them with pine cones or oil, which Alter. makes the highest updraft so far. Junge, was zur Hölle? Bruder, was? Das ist geisteskrank. Hey, das ist voll sick. Remember Soll ich mir that merken? with oil and pine cones, pretty much any Ja, Pinecones sind Tannenzapfen und Oil ist halt Öl. Tatsächlich. fire source can become a boosted updraft, Ja. including even tiny flowers and bushes. Sick, ey. Zonai stakes Das ist are so cool. actually great tools to shoot into surfaces, Oh. making a foothold for Oh mein Gott, warum habe ich das bisher nicht gemacht? Das ist ja so smart. Das ist ja so smart einfach. Kann man da auch Deckensprung drauf machen? Ich glaube nicht, ne? actually great tools to shoot into surfaces, making Aber a foothold alleine dafür. for you to place things. But this can also be used to lift up items to you from far away, or if you have the space for it, shot into the sky, Oh. then recall to get a massive aerial boost to higher ground. Oh, Junge. Das ist ja mal so smart. Also klar, dass das irgendwie geht, aber ich habe überhaupt nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. An interesting way to force blood moons is by spamming ×5 multi-shot arrows with certain elemental ores, such as opals at boulder piles or topaz at water surfaces. These are called panic blood moons. Ja, Panic Blood Moons. Ich wusste nicht, dass man die gezielt triggern kann in TotK. Aber war klar, dass man es irgendwann rausfindet, ne? By the switch, Deckensprung geht, Junge, ich bin im Himmel. trying to clear its memory as soon as possible. Hä, ist das nicht voll praktisch, zum Beispiel gegen diesen weißen Leunen unterm Schloss? Da könnte man das doch zum Beispiel benutzen. Ich meine, wenn man irgendwann genug Ausdauer hat, geht's auch so, aber es spart schon Zeit auf jeden Fall. Did you Oder notice that the Ausdauer ist blood moon einfacher. cutscene changed depending on if you completed a specific fight? Ein Specific Fight, ne? Er sagt extra nicht welcher. Ist cool, dass sie immer noch nicht spoilern. Also ja, ich weiß, wenn man Phantom Ganon im Schloss quasi besiegt hat, kommt nur noch der Blood Moon, ohne die böse Zelda, ohne die Schatten-Zelda quasi, ne? Zelda initially speaks in an ominous Wer ist es denn? Marionetten-Zelda, genau. tone during blood moons, but after a specific point in the story, blood moons after that do not include her voice. If Yep. you paid attention after blood moons, some enemies actually don't respawn. Well, this is because constructs specific Ja! Oh mein, ich wollte gerade sagen, ja. Ich bin gerade selbst drauf gekommen, weil Konstrukte ja nicht von Ganon erschaffen sind. Deswegen respawnen die auch logischerweise nicht. so they are not included to respawn alongside other enemies. They're on a separate timer. Did Das you ist know sick. that when you fuse Das a ist ziemlich snowball sick. to your weapon, the size of the snowball affects the damage? It's nothing crazy. With a tiny snowball was? weapon, the size of the snowball Ja, das wusste ich. Es gibt auch größere Steine. Also bei Steinen ist genau das gleiche. So ein kleiner Stein macht +1 Schaden und ein großer Felsen macht +3 Schaden oder sowas. affects the damage. It's nothing crazy, with a tiny snowball doing 1 damage and a large snowball adds 3 damage to your weapon. The Ice Gleeok's icicle attacks can also be fused, only after ultra handing it out of the ground first. Oh, okay, man muss es aus dem Boden rausziehen. Aber dann kann man es fusen. +9, das ist stark eigentlich, ne? Und es ist goofy groß. Did you know that you can cut down trees with a bow and arrow? When you fuse a blue, black, or silver boss bekomme horn, or even Hinox toenails. These Vor allem nutzt es sich nicht ab dadurch. Oder? Also eigentlich kann sich der Baum dadurch doch nicht, der Hinox-Fußnagel dadurch nicht abnutzen. can cut trees. Then it also refunds you the part and the arrow, Ich wollte gerade sagen, hä? Das ist ja voll krass. only taking the bow durability. Ja, es kostet nur Bogenhaltbarkeit. Das ist voll stark. When bombs are fused to weapons, then thrown, they usually fly off in a random direction. But at the right angles, spears can actually bounce back right into your hands. Alter. Das ist ziemlich sick. If you look closely at the Zoanite bow, Der Bogen nutzt sich ab. Ja, natürlich, aber sonst nutzt sich halt deine Waffe ab. Und also Bogen ist deutlich einfacher, wenn es jedes Mal mit einem Schuss geht. the 4 ancient sages' masks are integrated on the bow. Lightning on top, fire, Yo, oh mein Gott. Das ist der. wind, then water on the bottom. Ich erkenne es nicht ganz, aber man erkennt ein bisschen die Köpfe tatsächlich.
die Masken, ne? Die Masken quasi, die Weisen aus der damaligen Zeit getragen haben. Die haben ja keine Namen dummerweise gekriegt, so. Aber die Weisen aus Rauchus Zeit, die haben ja diese Masken getragen. Stimmt, voll krass. In various locations around Hyrule, there are offering sites that require Link to offer fruit to the Lord of the Mountain. Well, if you know your botany, you know that tomatoes and peppers are actually a fruit as well. Ja, aber manche andere funktionieren nicht. Ich glaube, Frostmelonen zum Beispiel funktionieren nicht. Oder nee, irgendwas war's. Irgendwas war's, was nicht funktioniert hat. And in Gerudo Town, just like the previous game, Patricia the Sand Seal will give small hints when fed some delicious fruit, and specific secret coordinates if given splash fruit. What? On the opposite Einfach Koordinaten. So, wie weird ist das denn bitte? side of town, this cannon can be fired, although they won't be too happy about it. By now, most players at some point have been thrown in Gerudo jail, but this system is extremely detailed, and there are a ton of interactions in and out of jail. You can get tossed in jail by going shirtless, also man kann nackt sein, man kann sich als Jäger verkleiden auf jeden Fall. or wearing the Yiga mask in town, or intruding on the kids' class. Funny thing is, you can easily escape with Ascent, then talk to the jail guard to confuse her on how you got out. And Das habe ich im Nachhinein auch gesehen, aber ich bin gar nicht drauf gekommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein bisschen schade. Könnt ihr euch an Ocarina of Time erinnern? Weil in Ocarina of Time gab es die Quest, wo man auch in Gerudo Town ins Gefängnis geschmissen wurde. Da musste man raus escapen und hat sich durch das Ganze, also richtig durch so ein Labyrinth durchgekämpft quasi und durfte nicht erwischt werden. Und musste am Ende, glaube ich, sogar gegen die Gerudo kämpfen. Das war ziemlich cool. Das war ziemlich cool. Es ist schade, dass es hier so einfach geht eigentlich. it also used the secret side entrance to ascend back into jail, which also confuses her on how you got in, and get tossed out of jail. Ich werde aus dem Gefängnis geschmissen, scheiße. Ich breche ins Gefängnis ein. Ich mache einfach Michael Scofield. Olu also sent you to jail. Never mind. There's a fairly easy glitch. Was? Olu also sent you to jail. Never mind. There's a fairly easy glitch that allows Es ist so süß, wenn du Angst you hast. to be Okay. shirtless or have the Yiga mask in town. By switching to the Yiga outfit, then watching a memory, then switching to another armor, then you'll have a free pass to wear the most Gerudo offensive getup possible. Yikes, what a heathen. Junge, wie findet man so einen Glitch schon wieder raus? Ah, okay, stark, ist stark. In Breath of the Wild, one of the things I previously mentioned was this mysterious tiny spot of lava next to the Colosseum. While it seems fixed in the sequel, it actually just moved to a new location, here in the Faron region. Ja, das ist bei Dings beim Drakoto-See. Okay, ich könnte die Stelle sogar nachvollziehen, aber warum? Warum ist da Lava im Boden? Before, it will set you ablaze if you stand above it, and if you explore down below, you can't physically see it, but there's definitely lava down here. One of the stranger reoccurring bugs in both games for sure. Bruder, Across from Lakeside Station, wieso aber? Don-Dons are special creatures that the NPC Sema takes care of. Ah, die sind so Feed them schön. luminous stones, and they will, give back various precious gems. This, of course, is the same creature that was removed from the intro sequence from the first... So schade, ey. So schade, dass wir das nicht mehr gesehen haben. Dass Zelda auf dem sogar geritten ist. Oh mein Gott, ist es vielleicht sogar die Anspielung? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das gab doch diese eine Sidequest, diese eine Stallquest von Pain und Keltis, Gerüchteküche, ihr wisst schon. Da hieß es doch, yo, Zelda auf einem riesigen Monster geritten. Spielen die darauf an? Spielen die hierauf an, auf diesen einen Teaser von 2019, den es danach nie wieder gegeben hat? Das ist echt schade, dass sie es rausgeschmissen haben. announcement trailer. While several NPCs mention Don-Dons, the Und es wird keinen DLC geben. Wir haben alles gesehen. Verdammte Kacke, Mann. best detail is at the Dueling Peak stable, where two kids are seen drawing a Don-Don footprint. If you talk to them Süß. after seeing the real deal, they'll draw one on the ground for you. What? Oh, wie süß. How cute. Remember that while Tears of the Kingdom is still in its early days, check in on the news every once in a while. They'll give some basic tips, but also drop a handful of materials for you if you click on the link at the end of the article. Schubstöcke erklärt. Cool. Did you Das know ist echt that ganz cool. King Dorafon's scales are considered a wing? This makes them fly farther and faster when fused to arrows or weapons when thrown. You What? may have noticed this if you've been hunting Korok seeds. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Die Steine, die man in BOTW irgendwo runtergerollt hat, um einen Krog zu kriegen, muss man jetzt wieder nach oben bringen. Also da ist jetzt so wie so ein Ast mit so drei, wie so eine Steinschulter, aber dreidimensional, wo man quasi den Stein wieder reinlegen muss. Das ist es, oder? But at any boulder puzzle, the ones with Ja. tree stands you need to place a boulder on, Genau. all of these puzzles are undoing the work you did from the previous game, Breath of Das the Wild. ist so seltsam einfach. Wäre cool, wenn es aber in Zeitumkehr funktionieren würde. Did you know that if you ever needed compendium pictures of the champion's weapons, you could snap a picture right off your Sage's avatar?
Habe ich gemacht. Habe ich so gemacht, ja. You just got a... Hold on a second. You just got a... Great, lovely picture. Thank you. What? Just got a... Hold on a second. Wie hat er... You just got a... Das ergibt keinen Sinn. Er hat das Shika-Pad in der Hand und er hat quasi er hat gerade seine Kamera fotografiert. Das ergibt keinen Sinn. Great, lovely picture. Thank you so much. One thing you should appreciate about Tears of the Kingdom is how much NPCs were upgraded in relation to Link's hostile reactions. In Breath of the Wild, an aggressive action Link was doing would only trigger NPCs to react in a simple radius around the character, no matter which direction either were facing. In Tears, this system has become way more realistic, because they will only react if they physically see you within their actual line of sight, making reactions out of characters in the sequel a lot. Okay, das ist ziemlich cool. Also unnötig wieder, aber okay, also die reagieren nur noch auf einen, wenn man wirklich in ihrem Sichtfeld ist und in ihre Richtung zielt quasi. More believable. Most players by now know about Link's humming while cooking, but in case you don't know, a bunch of songs he sings include a reference to Zelda's lullaby. Ist mir noch nie aufgefallen tatsächlich. Ballad of the Goddess. The main Zelda theme. Das ist cool. Das ist so cool Saria's einfach. theme. Da. Epona's theme. Ist mir noch nie aufgefallen irgendwie. Hyrule Field theme. Oder ich glaube, eins davon wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es so viele sind, WTF. Ballad of the Windfish. Aha, auch schön. Die Windfisch-Sache war auch cool, echt. Ich habe es nie selbst gespielt, ich habe es damals geguckt, bei Bibi habe ich es geschaut, bei Unge habe ich es geschaut, ich habe dazu Best-ofs gemacht damals. Das war wild. Das ist echt ein cooles Spiel auf jeden Fall. The Champion's Ballad. Cass's theme. Ich kannte das ehrlich gesagt gar nicht mehr, das Champions Ballad. Aber okay. Ah. And his original Breath of the Wild humming. Also es gab anscheinend in BOTW nur das eine und jetzt wurden ganz viele hinzugefügt. Sehe ich das richtig? Das war so cool. Now we're gonna show a bunch of things about one of the final stages specifically, so spoiler warning ahead. It's taught to you during the main quest that Mineru can equip rockets to jump higher, but that's not the only trick she has with her back. She can also equip fans Das to wusste run ich, ja. Der Naruto-Run natürlich. faster, gliders to fly farther, What? hoverstones to slowly moonwalk, and float down slowly with balloons. Wie zündet sie den bitte an? Did you Das ist so cool. Aber ich meine, man kann halt nicht mit ihr springen. Das macht halt ein bisschen useless so. Aber es ist cool, dass es irgendwie geht. know that Mineru's balloon can also light fires like this? Ja, okay. Mineru can also wade through dangerous areas, such as lava, mud, sand, or ice water as long as it's shallow enough. Das ist halt auch praktisch, ne? Deswegen wäre es eigentlich cool, Minero früh zu haben, so für solche Stellen. Aber ja, geht halt nicht, ne? Oder es macht keinen Blindspieler. You don't need to necessarily press A to mount Mineru, just jump on. Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber hab's You nur can einmal farm hingekriegt. fruits on tall trees with her, and also farm fairies that are up high much easier. Boah. Mineru can also block and parry attacks, including Ja, her own klar. equipped time bombs. And just like every other stage, Auch wenn es gar keinen Sinn ergibt, weil ihre Arme sind ja der Schild. Das heißt, die Bombe ist auch irgendwie hinter dem Schild. Aber okay, was auch immer. Wenn Nintendo meint, das geht, dann geht das halt. including her own equipped time bomb. Guck, die Bombe ist ja hinterm Schild. Ergibt halt gar keinen Sinn. Okay. And just like every other sage, she can equip a special headpiece when you equip a specific mask. Ja, die Sonar-Maske. Die Sonanium-Maske. Nice Der hairdo. Sonanium-Helm, sorry. What's less known about Mineru's equipped items is that it actually can keep Link warm or cool in certain environments, such as ice fuses in hot Okay. deserts or flame fuses in snowy environments. But this also includes when he's not directly riding Mineru, which means Ja, es ist so nice, aber ich will echt wissen, wie die das programmiert haben. Das ist so krass. Aber dass die nur in der Nähe sein muss, das ist so this heftig. can help navigate certain areas without personally equipping specific equipment or meals to keep you warm or cool. Trying Das to ist echt wrangle cool. Mineru to Aber es ist halt das Problem, die meisten haben zu dem Zeitpunkt halt schon alle Rüstungen oder sehr viele Rüstungen, halt so Kälteschutz, Hitzeschutz, kein Problem. Weil man Minero erst ganz am Ende macht. board you though constantly will Ich verstehe die Kritik an Minero, echt, das ist schade eigentlich. annoying. Not gonna lie. And that's it. Stark. Tears of the Kingdom will continue to Sehr, surprise sehr you for years stark. to come. W-Video, auf jeden Fall. Sehr gutes Video, wie immer. Von GameSpot nichts anderes zu erwarten.